letzten Folge hier auf dem Channel war ich ja mit meinem 77er in Vedelbach bei der Firma Scheuerle und habe mir mal die Produktion genauer angeschaut, bevor es dann mit einem SPMT beladen weiter in Richtung Dänemark ging, in Richtung Heimat. Heute wird alles noch einen Tacken wilder, denn es geht hier aus dem verschneiten Schweden, wo ich ja lebe, ab nach Südafrika. Denn ich schaue mir mal an, wie man das längste Windmühlenblatt Afrikas von A nach B transportiert. Dieses Projekt ist eine echte Ansage, denn hier werden 90 Windmühlen knapp 500 Kilometer von Port Elizabeth nach Middlesbrough in Südafrika transportiert. Diese 90 Windmühlen sollen alleine 140 Megawatt Strom produzieren. Und genau das braucht man auch hier in Südafrika, denn hier ist echt Mangel an Strom. In den verschiedenen Regionen schaltet man einfach zweimal am Tag für zweimal 2 Stunden den Strom komplett aus. Also null Strom, 4 Stunden am Tag. Wie die meisten anderen Windmühlen auch, haben diese Power-Windmühlen ja 3 Windmühlenblätter. Und das Ding alleine ist 82,5 Meter lang und wiegt um die 26 Tonnen. Mal schnell ein paar Cool Facts. Die Narbe, an die die Windmühlenblätter nachher montiert werden, steht nachher in 130 Meter Höhe. Und die Nacelle, also das kleine Häuschen, was da nachher oben drauf kommt, wiegt alleine 45 Tonnen. Und der eigentliche Generator, also das Ding, was Strom erzeugt, was in der Nacelle, also im Häuschen steckt, das Ding wiegt 127 Tonnen. Für den Transport ist Vanguard verantwortlich und die haben sich bei TII Scheuerle 6 Dolly-Systeme für dieses Projekt geholt. Und das nicht ohne Grund. Das Geniale an dem RBTS Dolly-System von Scheuerle, das in Zusammenarbeit mit Vestas entwickelt worden ist ja eigentlich, dass es universal einsetzbar ist. Also unabgesehen von den Produzenten der Windmühlenblätter und von den Längen der Blätter, kann es jedes Produkt fahren. Es ist das einzigste Dolly-System auf dem Markt, das sogar auf andere Produkte wie zum Beispiel Betonträger oder sonstige lange selbsttragende Ladungen umgebaut werden kann. Fährt man unbeladen, koppelt man den Dolly einfach an den Vorläufer und somit wird der Auflieger, weil es ja eine Einheit ist, 13,60 Meter lang. Und das heißt dann, je nach Zugmaschine kann man sich sogar unter 16,5 Meter damit halten. Genial! Aber wir wollen jetzt erstmal laden und dafür wird der Dolly an den Punkt am Windmühlenblatt gefahren, wo er später auch montiert wird. Dann geht es mit der Zugmaschine ab ins andere Ende. Hier wird der Vorläufer dann direkt an das Windmühlenblatt mit den dafür vorgesehenen Spezialadapterplatten gespannt. Jetzt wird die Klemmeinheit auf dem Dolly, die je nach Produzent der Windmühle angepasst werden kann, geöffnet, gereinigt und inspiziert. Und da hört man mal wieder, dass ich aus dem Norden komme. Inspiziert. Moin. Und jetzt kann das Blatt vorsichtig mit dem Teleskopkran angehoben werden und dann in die Klammer gelegt werden. Klammer zu und anziehen. Bei dieser Variante hier in Afrika läuft das alles noch per Handkraft. Aber zum Beispiel bei dem Modell, was Scheuerle für Vestas entwickelt hat, läuft das über die Hydraulik des Dollys. Und somit spart man jede Menge Zeit. Jetzt wird noch schnell der Dolly mit dem Vorläufer verbunden und somit sind wir auch schon fast fahrbereit.
Eins der Besonderheiten dieses Systems ist ja auch, dass man die Last seitlich verschieben kann und somit sicherstellen kann, dass sich der Schwerpunkt der Last mittig in der Zentrallinie des Fahrzeugs befindet. Und genau das gibt maximale Stabilität. Die vordere Adapterplatte kann bis auf 2,20 Meter angehoben werden und somit kann jede Verhinderung leicht überwunden werden. Jetzt denkst du sicher, genau wie ich auch, Verhinderungen, die 2,20 Meter hoch sind, direkt hinter der Zugmaschine, das kommt ja nie vor. Aber wenn wir fahren und das Windmühlenblatt durchhängt, kommt es ja vor, dass die Straße sich neigt oder sonst was. Und genau hier müssen wir das Windmühlenblatt so hoch wie möglich anheben, damit wir keinen Bauchplatscher kriegen. Darüber hinaus kann man die Spitze des Windmühlensblatt ja auch tiefer bekommen, wenn man es vorne anhebt. Und das kommt uns zum Beispiel bei einer Unterführung zugute. Es kann losgehen, wir sind beladen. Aber jetzt sollen wir erstmal einen Stellplatz finden, denn unsere Genehmigung für den Transport gilt erst ab Montagmorgen. Der Fahrer der Zugmaschine ist immer im direkten Radiokontakt mit seinem Runner, der hinterherläuft und den Dolly mit der Fernbedienung bis 20 km/h lenken kann. Ab 20 km/h wird der Dolly denn von der Zugmaschine gelenkt, also nicht mehr manuell. Es ist aber kein Muss, dass man den Dolly manuell lenkt, wenn man unter 20 km/h kommt. So, für heute ist dann erstmal Wochenende angesagt und Montagmorgen geht es dann wie gesagt 500 Kilometer in Norden. Montagmorgen 6:30 Uhr, es kann losgehen. Der Transport der Windmühlenblätter ist natürlich genehmigt und vor dem Freihafen von Port Elizabeth warten auch schon die Begleitfahrzeuge und 6 Polizeifahrzeuge. Der Runner lenkt den Dolly um die Verhinderung und dann rüber in die linke Spur, denn hier in Südafrika ist Linksverkehr angesagt. Jetzt einen langen, eleganten Bogen auf der Zufahrt zur Autobahn und dann geht es mit 60 km/h über die Autobahn Strecke machen. Obwohl die Brücken hier 6 Meter hoch sind, ist Vorsicht angesagt. Erst wird das Blatt in der vorderen Halterung so tief wie möglich abgesenkt und dann nach der Unterführung so hoch angehoben, dass das Ende des Blattes dadurch tiefer kommt. Von der Autobahn geht es dann weiter auf der Landstraße über einen Gebirgspass. Und ich muss echt sagen, die Jungs von Vanguard arbeiten in völliger Ruhe und Präzision. Der Konvoi steht nie still und obwohl es langsam aussehen kann, machen wir echt Strecke. Mir hat es voll Spaß gemacht und danke an euch da draußen, dass ihr dabei sein wolltet. Habt ihr Vorschläge, was ich in Zukunft vielleicht sonst so begleiten könnte oder welche Fabrik ich vielleicht mit der Kamera für euch besuchen sollte?
Haut euren Senf hier unter den Film und dann vergesst nicht, liked und subscribt, denn genau das ist mein Antrieb. Habt's gut, fahrt vorsichtig und bis bald. Moin aus dem hohen Norden.